Er kommt. Dwight Ryder. Er ist das Gesetz in Old Church City. Und damit hat er alle Hände voll zu tun. Denn der fiese LaForge greift mit allen Mitteln nach der Macht in der Stadt. Ich greife nach der Macht in der Stadt! Mit allen Mitteln! Mit allen Mitteln! Roadkill All. Von den Machern von Reanimateur und Der blinde Masseur, ein Samurai sieht nicht rot, kommt jetzt Roadkill All. Als der Sheriff beschließt, einen computergestützten Komplettumbau seines Dienstwagens vornehmen zu lassen, um seinem Erzfeind das Handwerk zu legen, wird ihm dies zum folgenschweren Verhängnis. Mit der Unterzeichnung des Servicevertrages schließt er nichtsahnend einen Pakt mit dem Teufel. Von nun an verwandelt er sich, immer wenn er Autoabgase einatmet, in einen dämonischen Geisterfahrer im Dienste des Satans. Und tötet Menschen mit seinem Auto. Wer ist dieser wahnsinnige Amokfahrer und was bringt ihn dazu, scheinbar wahllos Menschen zu überfahren? Laut eines Sprechers des Vatikans hat der Papst eigens seinen hochrangigsten Inquisitor nach Old Church City entsandt, um diesen Vorboten der Apokalypse zu stoppen. Als der Vatikan von den Vorkommnissen Wind bekommt, schickt der Papst nun auch noch seinen gefürchtetsten Inquisitor nach Old Church City. Er kam zu mir und sagte, er hätte einen höllischen Schädel. Da habe ich ihm was verschrieben. Mehr weiß ich nicht. Nein! Mögen die Flammen des Schmerzes deine Seele läutern. Und es entbrennt erneut der immerwährende Kampf. Böse gegen Böse gegen Böse. Roadkill 'em all. Ein Mann und sein Auto tun Unrecht. Findet das Braune auch vom Darm zum Topf, so bleibt mir dennoch selbiges im Kopf. Verpassen Sie nicht das wurfsternscharfe Joachim Smets Double Feature an Halloween. Sehen Sie Joachim Smets in Roadkill 'em All und Joachim Smets in Beware of the Spider-Man. 2 Filme zum Preis von einem. Beware of the Spider-Man und Roadkill 'em All. Nur in diesem Theater und nur an Halloween. Sehen Sie einen Film, basierend auf einer schockierenden Legende. Eine Legende, die besagt, dass von Helsing, dem unheiligen Vampirfürsten Dracula, einige Milliliter seines untodbringenden Blutes abzapfte, bevor er ihn endgültig vernichtete. Don't taste the blood of Dracula. Dieses Blut sollte in einer Fiole versiegelt werden und nie wieder in Menschenhand gelangen. Nun, soweit stimmt die Geschichte. Weiter sagt diese Legende, die Fiole sei in den 40er Jahren aus Transsilvanien weggeschafft worden und bis heute verschollen. Dieser Teil der Legende stimmt nicht. Und da kommt ihr 2 Süßen ins Spiel. Ihr fliegt nach Bukarest.
Von dort aus fahrt ihr nach Sigi Shora, dem Geburtsort Draculas. Holt besagte Fiole aus dem Schließfach der örtlichen Filiale der Banca Transylvania und bringt sie mir. Soweit alles klar? Jo. Und Jungs, verhaltet euch vor Ort unauffällig. Ey, danke fürs Mitnehmen, Mann. Dies ist die Geschichte von einem Anhalter. 2 knallharten Typen und 3 Reifen, die nicht platt sind. Scheiße! Fuck, kein Ersatzrad. Aber Bier, wie ich sehe. Dürfte ich mir davon vielleicht eins nehmen? Da würde ich aber eins mittrinken. Na okay, Leute, eins auf den Schreck, dann muss aber auch gut sein. Wir haben schließlich noch einen Auftrag hier zu erledigen. Wir sitzen noch in Trockene. Was haben wir denn da? Don't taste the blood of Dracula. Oh Mann, das ist er! Yo, Batman! Das ist Dracula, du Vollidiot! Lauschet nur den Kindern der Nacht, welch süße Musik sie machen. Don't taste the blood of Dracula. Weihe das Wasser und schmiede die Waffen in heiligem Feuer. Sehen Sie den Kampf zweier Männer gegen den reinkarnierten Blutgrafen in Don't Taste the Blood of Dracula. Der Vampir, das böse Wesen, gierend nach Blut. Fürchte ihn, fürchte seine harte Hand. Fürchte seinen alles durchdringenden Blick. Koste nicht sein Blut. Don't taste the blood of Dracula. Don't taste the blood of Dracula. Taste the blood of Dracula! Und? Irgendwelche Zwischenfälle? Nö, alles nach Plan. Sind wir glücklich? Latissimus, sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Wenn das Böse in der Welt droht Überhand zu nehmen, dann braucht die Gesellschaft Helden. Gut, Helden, das sind sie beide, ohne Frage. Der eine kämpft in New York gegen die Unterwelt, der andere in einer eher fiktiven Stadt. Wobei Gotham City ja auch irgendwo New York ist, nur ziemlich abstrahiert. Der eigentlich wirklich relevante Unterschied zwischen Batman und Spider-Man ist aber in meinen Augen ganz klar der, dass Spider-Man seit seinem Spinnenbiss über Superkräfte verfügt. Batman
hat doch letztendlich nur seine technischen Raffinessen, um gegen die Unterwelt vorzugehen. Also wenn du mich fragst, der einzig wirklich relevante Unterschied zwischen Batman und Spider-Man ist in meinen Augen ganz klar Robin. Wie darf ich das denn jetzt verstehen? Komm, zieh erstmal die alberne Maske aus, dann erzähl ich dir im Auto. Morgen, Kollegen. Morgen. Ah, die Kollegen Mauser und Ferrigno von der Weltpolizei. Morgen. Und, gibt's schon irgendwelche Anhaltspunkte? Allerdings, das Opfer ist Doppelhaus Schmidt-Kenders. Das berühmte Handdouble von Mickey Rourke aus 9,5 Wochen. Genau der. Der Mörder muss ihn gestern Abend vermutlich überrascht haben, als er aus dem Bad kam. Das vermuten wir, da er nur einen Bademantel trägt. Bei dem Mörder handelt es sich vermutlich um einen geistig Verwirrten. Woraus schließen Sie das? Er hat uns eine Nachricht hinterlassen. Oh, ist das Blut? Das ist krank. Lassen Sie bitte Fotos davon machen, ja? Wissen Sie schon, wer gestorben ist? Dazu kann Ihnen der Gerichtsmediziner Dr. van Edkild sicherlich noch mehr sagen. Die Herren? Morgen, Doc. Morgen, Doc. Das ist ein Tatort. Nö, das ist eine Zigarette. Können Sie schon etwas sagen? Natürlich kann ich schon was sagen. Das Opfer ist von vorne durch einen präzisen Stich durch die Baucharterie getötet worden. Es gab keinen Kampf. Postmortem wurden ihm chirurgisch absolut perfekt die Hände entfernt und entwendet. Es ist vermutlich die geplante Beute des Täters. Davon müssen wir ausgehen, da ansonsten nichts angerührt wurde. Krank. Einfach nur krank. Was treibt jemanden dazu, einem aufzulauern, ihn abzustechen und dann auch noch seine Hände abzuschneiden? Und die noch mitnehmen, ne? Das ist nicht nur krank, das ist total bescheuert. Wie sind die Akten, die Sie angefordert haben? Schönen Tag noch. Machen uns erstmal einen Kaffee. Wenn wir es tatsächlich mit einem geistig Verwirrten zu tun haben,
oder wo wir auch von ausgehen können, dass es ein persönliches Attentat war, dann bleibt dieser Mord ganz klar ein Einzelfall. Darauf würde ich sogar meinen Original-Cowboy-Hut aus Brokeback Mountain verwenden. Okay, gilt. Fahren Sie weiter so mit der Sache und wir melden uns, ja? Nee. Tschüss. Entschuldigen Sie bitte, Sire. Ist das ein BMW Z3 SI 3,0? Nee, das ist der Z3 3,0 SI Spezial. Ist das ein Sondermodell des BMW Z3 SI? Nee, das ist ein BMW Z3 3,0 SI mit Ketchup, Mayo und Zwiebeln, du Idiot, ey. Unverschämtheit. Komm, mach fertig, Pinselprinzessin. Geiles Pferd. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Meldung zu einer Tragödie. Eine Tragödie, die schier unfassbar scheint und trotzdem grausame Wahrheit ist. In diesem Haus, das Sie hier hinter mir sehen, wurde der berühmte Pianist Pink Flöte heute ermordet aufgefunden. Er ist erstochen worden. Wie auch schon beim letzten Mord wurden dem Opfer mit absoluter chirurgischer Präzision beide Hände entfernt. Wie gesagt, dem Opfer wurden mit herausragender chirurgischer Präzision beide Hände entfernt. Da war ein Könner am Werk. Er war Pianist. Pink Flöte hatte sich in der Vergangenheit durch seine freie Interpretation von Immer schön Piano, dem Phantom seiner Oper und einigen wundervollen weiteren Kompositionen in die Herzen seines Publikums gespielt. Pink Flöte wurde letzte Nacht heimtückisch erstochen. Daraufhin wurden ihm beide Hände amputiert. Dieses Verbrechen ist nun das zweite einer Mordserie, die begangen wird von einer Person, die sich selbst der Kasperle nennt. Eine Sonderkommission der Weltpolizei arbeitet derzeit mit Hochdruck an diesem Fall. Okay, was haben wir? Erdbeer, Zitrone, blauer Engel und du? Ja, ich auch, nur eine andere Reihenfolge. Aber echt lecker. Ey, halt mal an. Was? Wieso? Ja, halt mal an, ich brauch Kippen. Eine Schachtel Ami-Style. Du hast doch Ami-Style. Ich bin Ami-Style. €9,60 Mark. Wenn das nicht unser Mann ist. Noch Zeit für einen Kaffee. Scheißbullen, verpisst euch. Ey, das ist mein Block. Ihr Fackerl. Jo. Der macht sich doch lustig über uns. Tritra Trolala. Wenn ich das schon höre, weißt du, was der von mir kriegt? Tritra Trolala kriegt der. So, dann würde ich sagen, machen wir mal DNA-Scan hier von dem Plakat.
Und Mauser, wie sieht's aus? Glückwunsch, Ferrigno. Wir haben den Mistkerl. Einer Verhaftung steht nichts mehr im Wege. Tralala, der Kasperle ist wieder da. Seid ihr auch alle da? Ich werde dich verhaften lassen. Nein, Herr König, warum erhebt ihr die Stimme gegen mich? Ich bin doch der Kasperle, ich bin unschuldig. Du hast versucht, diese Walderdbeere zu stehlen. Aber Herr König, wie soll ich diese Walderdbeere denn gestohlen haben? Walderdbeeren sind doch ein Geschenk der Natur. Und was die Natur uns schenkt, ist doch für alle da und gehört jedem. Du hast recht, lieber Kasperle. Dann werde ich dich nicht verhaften lassen. Du bist frei. Danke, Herr König. Ich bin frei. Der Kasperle ist frei. Du bist frei. Die längste Zeit gewesen. Polizei, alle bleiben auf ihren Plätzen. Das finde ich pädagogisch aber nicht so 1+ mit Sternchen. Ferrigno, wenn wir jetzt da reingehen, dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, wir spielen das gute alte guter Cop, böser Cop-Spiel. Jo. Und ich bin der Böse. Nee. Du bist immer der Böse. Immer. Moment mal, wie? Immer? Du willst immer der Böse sein. Ich habe keinen Bock, immer der verschissene Gute zu sein. Ich war der Gute die letzten 2 Male. Ja, also da kann ich mich wohl gar nicht dran erinnern. Ja, dann streng dich mal an. Ich war der Gute. Wie immer. Komm, pass auf. Wir gehen jetzt da rein. Ich fange an zu reden. Und du, komm, bist der Böse. Ja. So, fangen wir 2 Hübschen nochmal ganz von vorne an. Zigarette? Gerne. So. Ich rate dir einfach, alles zu gestehen. Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Wir haben deine DNA auf dem Plakat gefunden. Ich habe das doch auch aufgehängt. Aufgehängt? Da ist der Weg zum Abgestochen aber auch nicht mehr weit. Und ich meine, das ist der Nachbarort von abgehakt. Hä? Ich weiß, welche Rolle du hier spielst. Sie darf in keinem anständigen Kriminalfall fehlen. Die goldgelockte Unschuld. Und ich weiß auch, was du dir jetzt denkst. Ich höre mir den Mist hier an, rauch dabei ein bisschen überheblich, dann sage ich denen, ich muss mal aufs Klo und dann hau ich wehenden Haares durchs Toilettenfenster ab. Und dann
lauf ich und lauf ich, binde mir die Haare zum Zopf, klaue einen hochmotorisierten Sportwagen an irgendeiner Tankstelle, treffe mich mit vollbusigen Freundinnen in den Outbacks und mische ein paar Typen auf. Dann mache ich den Wagen zu Geld, kaufe mir neue Papiere, etwas Gras und einen Revolver, um meine ergaunerte Freiheit zu verteidigen. Das funktioniert vielleicht im Film, aber nicht in diesem hier. Ey, so eine Scheiße, Mann! Du bist der Gute! Der Gute kann ihn doch nicht verprügeln, ich bin der Böse, Mann! Wie soll das denn jetzt noch funktionieren? Scheiße! Du hast doch genau gesehen, dass der Hiwi mich total provoziert hat. Kann ich schon verstehen, aber was machen wir denn jetzt? Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen weitermachen. So, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich mach da mal Feierabend. Ihr macht länger? Ja, bei uns wird wohl spät. Das ist doch ein freies Land. Frei? Gutes Stichwort. Feierabend. Also ich denke, der Puppenspieler ist unschuldig. Ja. Er kann ja auch schlecht bei uns in der Zelle sitzen und hier die Nutte abschlachten. Ne? O weh mir, o weh mir, welch Unrecht mir geschah. Niemals ein trüberes Geschick ich sah, als das meine in der Klinge spiegel, die mein Herz droht zu teilen. In Kampf und Ergeben, in Flucht und Verweilen. Nun harr ich hier, dem was zu kommen droht, die Gelenke steif, der Fesseln Schmerz. Der Erfolg ist des Versuchens Tod, der Rückschlag doch nährt Kraft und Herz. Durch hartes Joch es zu verwehren, dass es nicht wird, was niemals sei. Doch was nicht ist, das kann noch werden, trotz niederhaltend Tyrannei.
Jetzt lass uns den Fall nochmal logisch durchgehen. Der Typ, ich nehme mal an, es ist ein Typ, tötet 2 berühmte, angesehene Männer und eine Prostituierte, um ihm die Hände zu amputieren. Ich weiß nicht, was das soll. Ich steig da nicht hinter. Was mich dabei so verwirrt, ist, dass alle 3 Opfer aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Zuerst dieses Handdouble von Mickey Rourke hier aus 9,5 Wochen, dann der Konzertpianist und zuletzt die Prostituierte, die passt irgendwie gar nicht ins Konzept. Wo ist der Zusammenhang? Ich werde das Gefühl nicht los, es müssen die Hände sein. Stimmt. Vielleicht sind die Hände Teil eines medizinischen Experiments der Pharmaindustrie. Warum sollten die so vorgehen? Vielleicht geht es um Menschen mit bestimmten Eigenschaften, Allergien oder sowas. Da wird doch ständig geforscht. Habe ich letztens noch einen Bericht darüber im Fernsehen gesehen. Was denn für ein Bericht? Also pass auf. Da war dieser Typ. Der ist gegen so ziemlich alles allergisch, was mit A anfängt. Gegen alles, was mit A anfängt? Ja, so ziemlich. Zum Beispiel? Achterbahn. Achterbahn? Achterbahn fahren. Die haben den Typ mit so einer Helmkamera in eine Achterbahn gesetzt. Der bekam sofort einen allergischen Schock. Die Problematik ist mir schmerzlich bekannt. Ich bin schon seit Kindestagen gegen alles allergisch, was mit Y anfängt. Dieser verdammte Yeti. Ich kann ihn einfach nicht anfassen. Der Chef will sprechen. Er ist ziemlich ungehalten. Die Herren Mauser und Frenio. Zigarre. Oh ja, Mann. Können Sie haben. Eine Riesenzigarre. Glauben Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Urlaub oder wie? Verfluchte Scheiße. Was tut sich eigentlich in diesem verdammten Kasperle-Fall? Läuft. Ich kann es Ihnen sagen, außer negativer Presse und einer Dienstaufsichtsbeschwerde wegen ungerechtfertigten Festsetzens und Misshandlung eines nicht mal Verdächtigen. Nichts! Verdammte Scheiße! Gar nichts! Es gibt einfach keine Anhaltspunkte. Uns sind die Hände gebunden. Ihnen sind die Hände gebunden? Ein Moment mehr, diesen Irren zu fassen. Der hat nämlich mittlerweile so viele davon, dass er Ihnen sicherlich mit dem einen oder anderen Paar aushelfen kann. Frau Rabumski, eine Herztabletten. Der Fall stellt sich komplizierter dar als ursprünglich gedacht. Ne? Ja, das kann ich so bestätigen. Kompliziert? Kompliziert, sagen Sie? Ich sage Ihnen, was kompliziert ist. Dem Oberstaatsanwalt zu erklären, warum wir eine Sondereinheit von Special Agents unterhalten, die im Jahr mehr Budget durch ihre Verwüstungen und Randalierereien verpulvern, als eine pubertierende Punkrock-Band nach ihrem ersten Plattenvertrag. Das ist kompliziert. Wissen Sie eigentlich, warum Sie beide noch im Dienst sind? Zum einen, weil ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben habe, irgendwann die Nachricht zu erhalten, dass Sie beide im Dienst erschossen wurden. Zum anderen, weil Sie mir verdammt nochmal was schuldig sind. Seit Jahren mache ich Ihre Mätzchen mit. Bei allen Angelegenheiten, die ich Ihnen übertrage, kommt nur Scheiße raus. Nehmen wir allein die Überführung des Kronzeugen in diesem Mafia-Prozess letzten Monat. Ihre einzige Aufgabe war es, den Zeugen sicher von der Strafanstalt zum Gericht zu bringen. Zu einer Aussage vor Gericht ist es an diesem Tag aber leider nicht gekommen. Der Zeuge ist Ihnen, und ich zitiere mal wörtlich aus Ihrem Bericht, Herr Mauser, hingefallen. Hingefallen? Hingefallen? Können Sie mir vielleicht mal erklären, wie einem ein Zeuge hinfällt? Er war unhandlich? Unhandlich?
Und Sie haben auch sicherlich hierfür eine parat. Von Ihnen beiden wurden allein in den letzten 3 Monaten bei 9 Wohnungsdurchsuchungen unterschiedliche Mengen Betäubungsmittel sichergestellt, die allesamt niemals in der Asservatenkammer angekommen sind. Dem zuständigen Beamten haben Sie erzählt, ich hätte Sie beauftragt, mit den Drogen Experimente durchzuführen. Komischerweise kann ich mich daran gar nicht erinnern. Wo zum Teufel ist der Stoff geblieben? Hat mein Hund gefressen. Das ist ja wohl die Höhe! Haben Sie eigentlich überhaupt keinen Stolz? Herr Ferrigno, Sie sind letzte Woche in der Präsidiumskantine vor der versammelten Mannschaft betrunken ins Salatbuffet gefallen. Haben Sie dafür auch eine Erklärung? Ich war nicht betrunken, ich war unterzuckert. Mehr tot als lebendig. Sie sind nicht unterzuckert. Sie sind inkompetente, drogenabhängige Alkoholiker, die nichts, aber auch wirklich gar nichts auf die Reihe kriegen. Ich habe in 7 Kriegen gekämpft. Ich war bei der Fremdenlegion und 2 Jahre Roadie beim Winterfest der Volksmusik. Aber sowas wie Sie beide ist mir noch nicht untergekommen. Trotzdem, und fragen Sie mich nicht warum, habe ich Sie beide noch nicht ganz aufgegeben. Ich bin gewillt, Ihnen noch eine Chance zu geben. Ich dulde in dieser Sache keine Rückschläge mehr. Bringen Sie mir diesen verdammten Hurensohn von Kasperle, bevor es noch weitere Opfer gibt. Ansonsten lasse ich mir aus Ihren Marken Steppschuhe machen und gebe eine kleine Tanzeinlage auf der Party, die ich anlässlich Ihrer Suspendierung veranstalte. Ist das klar? Ja, Chef. Worauf warten Sie dann noch? Schwingen Sie den Arsch hier raus, verdammt nochmal! Und bringen Sie mir Erfolge. Und zwar ohne unschuldige Bürger krankenhausreif zu misshandeln. Meinst du, das war eine generelle Kritik an unserer Art? Nee, da glaube ich nicht. Also, ich finde unsere Art eigentlich ganz okay. Aber trotzdem, denke ich mal, könnte man sagen, der Chef ist sauer. Könnte man so sagen. Der Puppenspieler ist aber auch echt scheiße, dass der uns jetzt mit der Dienstaufsicht kommt. Ja, hallo, ey, der Kasperle, der ist doch wohl auch mal ein Arschloch. Also, wir müssen den kriegen, sonst stehen wir nackt in den Erbsen. Ja, allerdings. So eine Steppaufführung vom Chef, ne, möchte ich nicht unbedingt sehen. Vorausgesetzt, wir werden überhaupt eingeladen zu der Party. Die ganze Situation ist doch zum Kotzen. Die übliche Mordserie geht weiter. In der letzten Nacht wurde der Feinmechaniker und Rapper Uhrmacher P auf bestialische Art ermordet. Ich übergebe. Der Kasperle mordet weiter. Sein 5. Opfer ist der Handball-Weltmeister im Tischtennis Hannibal Göbel. Wurde gestern der Werksfriseur von ThyssenKrupp ermordet aufgefunden. Wieder ein Mord. 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 Bisher 10 Opfer. Wo soll das hinführen und wann wird die Polizei es endlich schaffen, dieses Monstrum zur Strecke zu bringen? Zu diesem Thema ist nun live bei mir der Leiter der Ermittlungen und zuständigen Sonderbehörde, Captain Chuck Bronswood. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Bronswood, was können Sie derzeit zu den aktuellen Ermittlungen und vor allen Dingen zu dem Ermittlungsstand sagen? Nun, Torben, zurzeit kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, dass meine besten Männer in dem Fall ermitteln. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie ihn schon sehr bald aufklären werden. Ich glaube, wir sollten einen alten Bekannten besuchen. El Krokodil? El Krokodil.
Das Klopfzeichen. Hast du das gemerkt? Na klar. Okay, rein? Rein. Aber wenn wir da drin sind, ne? Lass mich mal reden. Wieso bitte? Ich habe mir da was zurechtgelegt, das zieht so richtig. Dann schieß mal los. Also pass auf, das schildert aber so richtig Eindruck. Also früher, als ich noch ein Baby war, sagte meine Mutter zu mir, Sohn, sei immer ein guter Junge und spiel niemals mit Schusswaffen. Aber einmal habe ich einen Mann in Rio erschossen, nur um ihn sterben zu sehen. Reno. Hä? Reno. Der Originaltext lautet, but I shot a man in Reno, just to watch him die. Hör bitte einfach auf, den Man in Black zu zitieren und dann auch noch falsch. Wenn du die Geschichte gleich da drin auftischt, ja, dann springt der Papst die Bank, das garantiere ich dir. Also ich find's gut. Was ist? Du hast ja Klopfzeichen noch gemerkt. Natürlich. Dann mach schon. Was willst du denn hier? Ich will deinen Boss sprechen. Der ist nicht hier. Ich glaube, der ist gerade wiedergekommen. Durfte ich mal deinen Durchsuchungsbefehl sehen? Wie unhöflich von mir. Da will jemand den Durchsuchungsbefehl sehen. Hallo, die Herren! Hey, wie kommt ihr denn hier rein? Die Dame am Empfang war so freundlich, uns reinzulassen. Jetzt sag mal deinem Schoßhund hier mit seiner verdammt hässlichen Sonnenbrille, der soll die Knarre runternehmen. Ey, die ist nicht hässlich. Die ist total schön. Schön ist relativ. Reden wir von Bewertungsrelativität oder von existenzieller Relativität? Ich möchte die Situation mal wie folgt bewerten. Für dich ist es existenziell, jetzt die Waffe runterzunehmen. Tu, was sie sagen. Die zwei, wo kann man die mieten? Schrägstrich Termieten. So, und was haben wir denn hier? Also wenn das nicht mal ein Zwischenlager für den äußerst lukrativen Drogenhandel ist, würde ich mal meinen. Sieh einer an, was ich hier entdecken muss. Und? Reinstes Kokain. Was haben wir denn hier? Marihuana? Heroin? Ecstasy? Meth? Crystal Meth. Hören wir doch auf mit dieser Schmierkomödie. Was wollt ihr von mir? Informationen.
Ich habe darüber nachgedacht, mir auch einen Sackbesen wachsen zu lassen. Wie bitte? Ein Oberlippenbart. Ich habe darüber nachgedacht, mir einen Oberlippenbart wachsen zu lassen. Na und? Das war eine Information. Wir brauchen Informationen anderer Art. Welcher? Insider-Informationen aus der Szene. Tut mir leid, aber Diskretion ist in der Szene oberstes Gebot. Überlegt mal, jeder würde mal hier mal da plaudern, was so abgeht im Saunaclub oder auf dem einen oder anderen Parkplatz. Oder hier. Wenn es hier richtig abgeht, dann ist der Begriff Treibaus durchaus gerecht. Stopp. Aber... Nein. Wir suchen eine Person, vermutlich männlich. Und auch pervers wahrscheinlich. Ziemlich pervers. Die Aster, eine faszinierende Pflanze. Durch die von mir entwickelte Züchtung ist es möglich, durch deren Duft jeden Drogenspürhund zu täuschen. El Croco, du kennst Leute, die Leute kennen und Leute kennen. Bei dir laufen Fäden zusammen. Du kriegst mit, was so läuft. Pervers. Was versteht ihr beiden unter pervers? Steht auf Amputationen, Leichenteile und so ein Zeugs. Das darf ja wohl nicht wahr sein! Wie oft soll ich es noch predigen? Die Last ist mit gespreizten Beinen aus der Hocke heraus aufzunehmen oder abzusetzen. Außerdem sind größere und unheimlichere Lasten mit Hilfe einer zweiten Person zu bewegen. Falsches Heben kann verheerende Folgen für die menschliche Wirbelsäule haben. Deshalb hier nochmal die wichtigsten Grundregeln. Aufrechte Haltung beim Tragen der Last. Auf gleichmäßige Körperbelastung achten. Auf freie Sicht während des Gehens achten. Die Last so nah wie möglich am Körper tragen. So, ich hoffe, das war deutlich. Und jetzt zeigt, dass ihr es besser könnt. Marsch, Marsch! Der nervt, ey. Lass mal einen Betriebsrat gründen oder so. Leichenteile. Da war doch was. Das war so vor circa 4 Monaten. Ich war geschäftlich tätig. So dies und das. Ja? Und dann kam dieser Typ rein. Und? Ich fragte ihn, was er will. Was willst du? Und? Was wollte er? Was er wollte? Was wollte er? Du willst was? Er wollte? Hände. Hände? Hände? Frische, scheiß Menschenhände. Und dann? Und jetzt? Bam, Latissimus. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nein, nicht das, schmeißt ihn raus. Ich ließ ihn rausschmeißen. Er hätte ihn töten lassen sollen, dieses perverse Schwein. Jo. Habt ihr sonst vielleicht noch irgendwas gesagt, was uns irgendwie weiterhelfen könnte? Jetzt, wo ihr es sagt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie wichtig ist. Aber im Rausgehen sagt er so etwas wie: Ja, warte, Welt. Euch werde ich zeigen, aber besonders euch beiden Scheißagenten. Rache, Rache. Ich will Rache und die werde ich auch bekommen. Organisieren werde ich das von meinem neuen Hauptquartier, dem alten Goschem Pumpenhaus. Da vermutet mich keiner. Naja, vielleicht hilft euch das. Das Versteck ist genial. Die Goschem hat vor circa 5 Jahren, glaube ich, ihren Produktionsstandort ins Ausland verlegt. Das Gelände wurde damals abgeriegelt. Man hat vermutlich seitdem keine Menschenseele mehr betreten. Außer unser Freund anscheinend. Das ideale Versteck. Aber jetzt, ne? Jetzt hat es sich ausgekaspert. Unser Versteck ist genial. Die Goschem hat vor ca. 5 Jahren ihren Produktionsstandort ins Ausland verlegt.
Das Gelände wurde damals abgeriegelt, hat seitdem keine Menschenseele mehr betreten. Außer dem Meister, dem Tri, dem Tra, dem Kasperle und uns natürlich. Habt ihr keine Angst, dass sich das hier irgendwann mal ausgekaspert hat? Wieso, da findet hier nie einer. Das ideale Versteck. Wir müssen unbemerkt da rein. Wir sollten den Vorteil der Überraschung ausnutzen. Hallo? Zur Knöpfchen runtergemacht? Was? Wozu denn? Hier ist doch keiner. Ich hab das halt nicht so gerne, wenn der offen hier rumsteht im Halbdunkeln. Meine Fresse, du hast doch den Schlüssel abgezogen. Da klaut doch keiner, macht sich doch keiner die Mühe. Das ist sicher genug. Siehst du diese Gürtelschnalle? Ja, ich kenne die Gürtelschnalle. Habe ich dir zum Dienstjubiläum geschenkt. Richtig, danke nochmal dafür. Nichts zu danken. Was soll das denn jetzt hier? Ich finde die Gürtelschnalle super. Wirklich, habe ich mich sehr darüber gefreut damals. Und vor allem, ich vertraue auf sie. Und trotzdem habe ich die hier. Doppelte Sicherheit. Meine Dienstwaffe hat mich niemals im Stich gelassen. Ich habe sie, weiß Gott, oft gebraucht. Und trotzdem doppelte Sicherheit. Ich bin Profi. Ich sichere mich doppelt ab. Und jetzt mach bitte das Knöpfchen runter. In Gottes Namen, ich mach das scheiß Knöpfchen runter. Ey. Und jetzt lass uns da reingehen mit unseren 2 Beinen. So, dann zeige ich dir mal, was für deine neue Funktion so alles wissen muss. Nämlich, wie man unser hochkomplexes Alarmsystem deaktiviert. Damit das nicht losgeht, wenn gleich der Boss kommt. Ich verstehe gar nicht mit der Maske hier. Ich zeige dir nochmal schnell, wie man unser hochkomplexes Alarmsystem deaktiviert. Damit es nicht losgeht, wenn gleich der Boss kommt. Er sollte nämlich jeden Moment hier sein. Latissimus, stell mir eine Auswahl an Hieb-, Stich- und Schusswaffen zusammen. Für diese Arroganz will ich Blut sehen, Blut sehen. So, das war's auch schon. Der Alarm ist abgeschaltet. Ab jetzt ist unser Hauptquartier offen wie ein Scheunentor. Ach, apropos schwer reinkommen. Mal reingreifen? Nee, danke. Mein Motto lautet: A moment on your lips, a lifetime on your hips. Was war das? Komm, wir sehen nach.
Ach nee, nicht ihr schon wieder. Ihr habt mich meine Position gekostet. Und ihr habt meine Brille zerstört. Dafür mache ich euch fertig. Du? Und wie viele von deinen Freunden? Ein gutes Dutzend. Verdammte Scheiße. Meinst du, einer von denen war der Kasper, oder? Das glaube ich nicht. Aber ich befürchte, wir werden ihn noch früh genug kennenlernen. Ja, der wahrscheinlich früher aus uns lieb ist. Da kommt einer. Du? Ja, ich. Danke, Mann. Wieso bist du uns gefolgt? Ich bin auf Drogen und Gewalt bereit. Außerdem verbietet es mir meine gute Kinderstube, rechtschaffene Leute wie euch im Stich zu lassen. Und jetzt lasst uns diesen Typen in den Arsch treten. Greif mal rein. Dienstwaffen. Guck mal hier, mein altes Sonntagshemd. Das wurde mir letztens erst geklaut. Alles von uns. Guck mal, und hier, das ist doch deine alte Polizeimütze, oder? Wie kommt denn nur an all unser Zeugs? Wer bist du denn? Fledermaus oder was? Banause. Trullala, der Kasperle ist wieder da. Der Kasperle. Seid ihr auch alle da? So, jetzt ist Schluss mit dem Kasperle-Theater hier. Den wollte ich die ganze Zeit schon.
Und jetzt nimm die verdammte Maske ab. Ich habe schließlich auch keine auf, ne? Meine Maske. Aber gern. Du? Ja, richtig. Ich. Hat euch dieser Trottel El Krokodil tatsächlich hier hingelotst, wie ich es geplant hatte? Aber warum? Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, warum? Ja, warum? Wir haben doch seit Jahren hervorragend zusammengearbeitet und uns immer sehr gut verstanden. Gut verstanden, gut verstanden. Am Arsch, ich hasse euch! Welchen Grund könntest du haben, uns zu hassen? Den Grund, warum ich euch hasse? Euch egozentrischen, selbstverliebten Wichser? Ihr habt also wirklich keine Ahnung? Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Superkleberfall. Moment, der Superkleberfall. Da war doch die Sache mit den verklebten Leichen. Ja, genau. Da war doch die Todesursache zunächst unklar. Die Todesursache ist noch vollkommen unklar. Wie wär's denn mal hier mit diesem riesen Loch in der Brust? Sieht irgendwie so aus, als wenn er was von innen nach außen Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Fakt ist, die Leiche ist vollständig verklebt worden. Es handelt sich um eine Art Superkleber, der organisches und nicht organisches Material regelrecht verschweißt. Ja, Superkleber. Genau. Und wisst ihr zufällig noch, was damals passierte? Es handelt sich um eine Art Superkleber, der organisches und nicht organisches Material regelrecht verschweißt. Ich habe zu Versuchszwecken etwas davon isolieren können. Oh, Superkleber. Der sieht aber ganz schön gefährlich aus. Da lassen wir wohl besser die Finger von. Okay, und was passierte wirklich? Ich habe zu Versuchszwecken etwas davon isolieren können. Ist ja krass. Also jetzt ist das Seit diesem Tag waren meine Hände verklebt und unbrauchbar, bewegungsunfähig und ohne jegliches Gefühl. Ihr wurdet nach Abschluss der Ermittlungen befördert, aber meine Karriere war vorbei. Ich war bei unzähligen Spezialisten. Keiner konnte mir helfen. Zum Start dieser Superkleber. Nach dem Vorfall habt ihr es nicht einmal für nötig gehalten, euch nach meinem Zustand zu erkundigen, geschweige denn euch zu entschuldigen. Irgendwann war ich wieder da und ihr habt es einfach so hingenommen. Euch interessierte gar nicht, wie es mir ergangen war und warum ich wieder funktionierende Hände hatte. Um überhaupt weiterarbeiten zu können, konstruierte ich mir elektromechanische Handschuhe, die ich mit Hilfe von druckempfindlichen Kontakten mit meinen verkrüppelten Händen steuern konnte. Groovy. Ich war jung, ich war talentiert, ich hätte alles erreichen können, in jedem Fachgebiet. Aber wie sagt man so schön, der beste Pistolenschütze ist nichts wert, wenn er keine Hände mehr hat. Den Job in der Gerichtsmedizin konnte ich mit meinen Handschuhen notdürftig weiterhin ausführen. So konnte ich ständig in eurer Nähe sein und mir zudem noch Teile aus dem Leichenschauhaus für meine Experimente entwenden. Denn fortan verwendete ich meine Zeit ausschließlich darauf, mit Hilfe meiner weitreichenden medizinischen sowie neurochirurgischen Fähigkeiten voll funktionsfähige Hände aus Fleisch und Blut zu reanimieren, um mir diese transplantieren zu können, mit dem einzigen Ziel, euch beide eigenhändig zu erwürgen. Allerdings erlitt ich bei den ersten Versuchen herbe Rückschläge.
Ja, sie lebt! Zudem waren die Teile aus dem Leichenschauhaus einfach nicht frisch genug und meist in zu schlechtem Zustand, um ihnen noch einmal Leben einhauchen zu können. Also versuchte ich über den globalen Organhandel entsprechendes Material zu bekommen. Aber dort ist es eigenartigerweise einfacher, eine LKW-Ladung frische Spendernieren zu bekommen, als einen Satz Hände. Die letzte Chance, die mir also blieb, war mir die Teile selbst zu beschaffen. Um euch in die Irre zu führen, brauchte ich zunächst ein wirkungsvolles Pseudonym. Ich entschied mich für den, wie ich finde, passenden, als auch originellen Namen, der Kasperle. Und schon konnte die Show beginnen. Von nun an war es mir möglich, Hände nach hohen Qualitätsmerkmalen auszusuchen. Hände, die einem Genie wie mir würdig waren. Das erklärt natürlich einiges über den Zusammenhang zwischen den Opfern. Der Uhrmacher, der Pianist, das Handdouble. Aber warum die Prostituierte? Sie war sehr fingerfertig. Wie auch immer. Zu guter Letzt hatte ich Erfolg. Und jetzt werde ich euch eigenhändig töten. Bringt den Latino rein. Er soll sie überwältigen. Und jetzt raus hier. Arbeitsverweigerung, der Nächste! Meine Damen, würden Sie bitte aus der Kampfzone kommen? Wir wären untröstlich, wenn Ihnen etwas passiert. Böser Kopf, böser Kopf. Böser Kopf, böser Kopf. Böses Krokodil. Hast du die gesehen, was die für ein gutes Benehmen haben? Sí, que se comportan muy bien. So, die Party ist für euch jetzt hier vorbei.
Tod, du weißt es nur noch nicht. Ich töte für mein Leben gern. Ach, gerne vielleicht, aber echt nicht besonders gut, Junge. Rock'n'Roll! Ganz schnell sterben oder langsam sterben? Ich denk drüber nach. Ihr Schweine! Warum immer meine Hände? Töten Sie endlich! Jetzt gibt es Krokodilgespetzetes! Nein, töte mich nicht. Das war doch nicht so gemeint. Gib mir wenigstens noch eine Chance. Kopf oder Zahl? Kopf? So, ich glaube, das müsste der letzte gewesen sein. Hatte jemand von euch den Kasperle dabei? Nö. Nee. This is a stupid song. This is a fucking stupid song. This is a stupid song. This is a fucking stupid song. This is a stupid song. This is a fucking stupid song. This is a stupid song. This is a fucking stupid song. This song saying about nothing at all. It's just a stupid little song. There is a stolen and the text is small, but we don't give a damn. There is no hidden message. Don't read between the lines. Stupid song. Stupid song. Vanetke, du bist so ein verdammter Witzbold. Talk to my hands. Hör mal, apropos Hände. Wieso hast du eigentlich wieder welche? Der kluge Mann baut vor. Weshalb ich glücklicherweise meine elektromechanischen Hände aufbewahrt habe. Aber das braucht euch nicht mehr interessieren. Ihr habt euer Pulver wohl verschossen, wie? Ich bin euer Produkt und ihr seid Produkte dieser Gesellschaft, welche ich so sehr verachte. Moment, Van Etke. Trotz allem, was vorgefallen ist. Bitte, bevor du uns tötest, gewähr mir noch einen letzten Wunsch. Na gut, um was für einen Wunsch handelt es sich? Therinio, fass mir in die Hose. Bitte was? Tu es einfach. Ich fass es nicht. Ihr seid ja sowas von schwul. Was? Step back, your regret is eating you out
it sticks in your throat. Don't forget that life is beautiful if you can just accept it. So don't go mad. Der Kasperle-Terror hat endlich ein Ende. Guten Abend, liebe Zuschauer. Gestern Abend wurde der mehrfache Mörder mit dem absurden Pseudonym der Kasperle, bei dem es sich tatsächlich um den bis dahin angesehenen Gerichtsmediziner Dr. van Etkel handelte, und seine gesamte Bande von den Weltpolizeiagenten Jack Mauser und John Ferrigno unter Mithilfe des stadtbekannten Geschäftsmannes El Krokodil bei dem Versuch, sich der Verhaftung zu entziehen, in Notwehr getötet. Ich, Torben Dennoch, neuer Chefredakteur der OCC Group, nebenbei bemerkt für die Berichterstattung um die Kasperle-Morde für den Pulitzerpreis nominiert, bleibe auch weiterhin für Sie am Ball und schalte nun live zu meinem Korrespondenten Peter Pempers zum Weltfriedenskongress in Old Church City, wo unsere Helden jetzt mit dem begehrten Weltfriedens-Award für beherztes Eingreifen geehrt werden. Peter, wer wird denn heute die Laudatio halten? Ja, Torben, als Laudator wird kein geringerer als der berühmte Schauspieler Joachim Smeets, der zuletzt in seiner Rolle als Van Helsing in dem Blockbuster Don't Taste the Blood of Dracula für internationales Aufsehen sorgte und in seinen Verkörperungen des Mossad-Agenten Levi Mattock in dem Agentenepos Beware of the Spider-Man und als Kardinal Friedhelm Leuterer in dem Road-Movie Road Kill 'Em All unglaubliche Erfolge feierte, die begehrte Trophäe überreichen. Heute diesen Preis an Menschen übergeben zu können, die stetig und wahrlich beherzt den Weltfrieden mitformen und ihm ein Gesicht geben. Ey, Joachim Smeets, von dem bin ich echt Fan. Mein Rand, ich werde hören. Einen solchen Tag über die Empfänger der wohl wichtigsten Auszeichnung innerhalb der Weltfriedenspolitik sagen könnte, so möchte ich ganz besonders den Mut unserer Special Agents Jack Mauser, John Ferrigno sowie des Retters in der Not, Herr Krokodil, der mit viel Zivilcourage beherzt einzugreifen wusste. Und last but not least, unseres geschätzten Captain Jack Bronswood hervorheben. Mach nochmal 2 Bier und 2 kurze. Dem Monstrum Kasperle das Handwerk zu legen, war heldenhaft und ein Verdienst am Frieden. Und, naja, was soll ich sagen, sollte die Geschichte mal verfilmt werden, ich hätte gern eine Rolle. Die diesjährige Jury des Weltfriedenskongresses, bestehend aus namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung, hat sie gemeinsam einstimmig als diesjährige Empfänger des Weltfriedens-Awards für beherztes Eingreifen auserkoren. Ladies and Gentlemen, ich überreiche hiermit den diesjährigen Weltfriedens-Award für beherztes Eingreifen an Captain Jack Bronswood, Agent Jack Mauser, Agent John Ferrigno und El Krokodil. Polizei, ihr habt viel für uns getan. Zeigt der Welt auch weiterhin euren Sheriffstern. Prost, Jungs. Wenn das Böse in der Welt droht überhandzunehmen, braucht die Gesellschaft Helden. Helden wie die da. Guten Umgangsform und Tatkraft. Nehmen sie gerne eine Sache an und bringen sie auch zu Ende. Die Sache ist noch lange nicht zu Ende. So, Carlo. Hast du wirklich schon mal gehört, dass es mit einem Superbösewicht nach dem Sturz von einem hohen Gebäude wirklich vorbei ist? Also ehrlich gesagt, ich meine das schon mal irgendwo... Ich bin nicht all die Jahre Marinadenadministrator im Grillverein, ohne unterscheiden zu können, ob jemand etwas einlegt oder ob man mich reinlegt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sticky, ich habe so die merkwürdige Eingebung, Dr. van Etkel ist nicht wirklich tot. Feierabend, ich schmeiß euch jetzt raus hier. Schreib's an, ne?
Du auch, aufwachen, raus hier, Feierabend. Ich weiß nicht, warum ich mich von dir hab quatschen lassen, Carlo. Wenn das rauskommt, verpassen wir eine Zwangsjacke. Du hättest doch nicht mitkommen brauchen. Das ist eine Sache zwischen mir und Van Edkill. Ich weiß, ich raff's aber immer noch nicht. Willst du ihn tot sehen? Der Kasperle gehört in die Hölle. Und ich werde dafür sorgen, dass er da hinkommt. Okay, da ist es. Okay, lass uns wieder gehen. Wart mal. Jetzt zu. Gib mir mal die Brechstange. Ey Mann, lass das Ding zu. Die Brechstange! Okay, okay. Okay, wir haben uns überzeugt. Erst muss ich ganz sicher sein. Chinese service station.
Victor van Etkill kommt zurück in Dead Man with a Bad Behavior.